llegar a tierra, encontrar gente que te estaba esperando, que te está esperando con este cariño, gente, la nueva tripulación que está expectante, que tiene ganas de empezar. Ha sido uno de los momentos más increíbles de mi vida. Y sentir la unión de la tripulación, de todos los compañeros que hemos vivido, ha sido increíble. Increíble. Also nochmal 10,5% für die FDP, 13,3% für die AfD, 20,2% für die SPD und 32,9% für die CDU. Unglaublich. Phil! Wie geht das hier? Einfach die Nummer? Oder muss man da irgendwas wegnehmen? Die Null vorweg oder so? Einfach loslegen? Ja gut, dann geht's nicht. Wieso nicht? Oh, wow, jetzt. Das habe ich hab nichts anderes gemacht. Channel 25, no reception, and transmit. Please for the moment, stand by on channel 1515. Oberstyle. Hello Ray. Hey Ray, how you doing? We're running out of oil and on the test trial there was no leakages at all, and then now we are 24 hours out and we have leakage from pipes. We can't really reach it, you know, of course. We asked some other ships around to help us with oil, and we can get only W40 oil. What do you think about that? Die Wahlergebnisse sind ein Indikator, was die Gesellschaft so denkt und fühlt, zumindest an dem heutigen Tag. Und bin ehrlich gesagt ganz schön erschrocken, wie viele Leute rechts wählen. We will fix it when we're back in the port. Okay, thank you very much, Ray. Yeah, bye-bye. Bye-bye. It's no problem, all our engines run with W40 now. So. That's what he said. That's fine. Yeah. Wird man sehen. Also wenn ich jetzt hier mal so durchrechne, dann wird das eine große Koalition sehr wahrscheinlich sein. Viele werden vermuten, noch es geht so weiter, aber ich denke, das politische Klima oder das gesellschaftliche Klima, das wird stark leiden und ja, Rechtsruck. Den haben wir jetzt schon die ganze Zeit erlebt, und das wird das Ganze nochmal unterstützen. Das ist ja jetzt bestätigt worden. Es ist nicht schön für die kleinen Einkommen und es ist auch nicht schön für die Menschen, die wir eigentlich integrieren wollen oder die wir integrieren müssen. Freunde, 20. März 2017, heute auf den Tag vor 29 Monaten war Pegida das erste Mal auf der Straße. Von diesem ersten Tage an
war jemand dabei, den ihr alle als Bannerträger kennt, ganz vorn rechts. Ganz vorn rechts. Vom ersten Tag, und ich glaube, es gibt kaum einen hier, der bei mehr Veranstaltungen war als in dem Fall. Das ist dummerweise auch noch mein Vater, Heinz Bachmann. Vielen lieben Dank, Carla. Von der allerersten Sekunde dabei und lässt sich... Vielen Dank an die Patrioten von Dresden und Deutschland. Ja, für uns ist es ganz interessant, dass die Stadt sich jetzt mal damit auseinandersetzt. War ja vorher ein bisschen verdrängtes Thema. Auch wurde lange zugeschaut, dass Pegida marschiert und Versammlungsbehörde, Bürgermeister, alle haben weggeschaut, mehr oder weniger. Und jetzt langsam passiert hier auch was, auch praktisch und eine Auseinandersetzung. Das Monument selber ist ja für den 13. Februar eine Auseinandersetzung eigentlich, um so ein bisschen den Kontrast herzustellen, auch zu sagen, das Leid ist eben nicht nur in Dresden. Außerdem ist es natürlich sinnbildlich für die Flüchtlingskrise, wenn man das so bezeichnen will, also die Krise der Flüchtlinge eigentlich. Und natürlich ist es schön, wenn dadurch mal was anderes aus Dresden, ein anderes Signal aus Dresden entsandt wird. Ja, also Mission Lifeline haben wir im Mai 2016 gegründet. Wir waren vorher auf dem Balkan unterwegs, also in Griechenland, waren da auch auf der Insel Chios und mussten da eben zusehen, wie Boote in Seenot geraten waren und haben öffentlich dazu aufgerufen, Spenden abzugeben. Wir haben ein bisschen gedacht, dass es schneller geht mit dem Geldsammeln. Was wir 2015, Anfang 2016 erlebt haben, war eine wahnsinnig große Hilfsbereitschaftswelle. Da hat uns das ein bisschen kalt erwischt, dass die dann abgeebbt ist. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass es schaffbar ist, innerhalb von 3 Monaten das nötige Geld zusammenzubekommen. Ja, es war natürlich erstmal sowieso alles neu. Ich habe vorher sowas noch nicht gemacht und das war natürlich auch für viele irgendwie, für Mission Lifeline auch ein Findungsprozess. Es mussten gewisse Strukturen erstmal erarbeitet werden auch und so. Und ich komme aus einer Seefahrerfamilie, so mein Vater, mein Opa, alles Kapitäne. Ich habe halt auch irgendwann auf Schiffen angefangen zu lernen und habe meine Schiffsmechaniker-Ausbildung gemacht und habe dann weiter Schiffsoffizierausbildung gemacht bzw. Schiffsbetriebstechnik studiert. Und ja, daher habe ich halt Fachwissen und das bringe ich hier gerne mit ein, auf jeden Fall, klar. Also als Verein stehen wir natürlich auch zu unseren Zielen und ich ganz besonders auch und finde es wichtig, sich zu erklären, alles transparent zu machen, was man macht. Das hat natürlich mich auch zur Projektionsfläche von politischen Gegnern gemacht und das ist unangenehm, aber die Begleiterscheinungen muss man einfach in Kauf nehmen. Also zuerst habe ich ja gedacht, das ist ein Fake-Schreiben. Ne? Also da fehlt irgendwie die Rechtsbelehrung und der Paragraph ist auch nicht angegeben. Rückseite leer. Bis dann ein Journalist uns darauf aufmerksam machte, dass tatsächlich die Bundespolizei da irgendwas vorhat mit uns. Die Staatsanwaltschaft Dresden führt gegen 2 Personen dieses Vereins Ermittlungen. Grundlage der Ermittlungen war eine entsprechende Strafanzeige, die eine Privatperson bei der Staatsanwaltschaft Dresden erstattet hat. In dieser Strafanzeige wurde der Vorwurf des Einschleusens von Ausländern erhoben. Von daher haben wir Ermittlungen aufgenommen. Also hier steht drin, Versuch des Einschleusens von Ausländern als Vereinsvorsitzender von Mission Lifeline. Also da sind mehrere Krücken dabei. Also einmal muss die Staatsanwaltschaft Dresden den Anfangsverdacht bejaht haben, dass überhaupt eine Straftat vorliegt. Grundsätzlich prüfen wir jede Anzeige und sind auch verpflichtet, jede Anzeige genau zu prüfen. Die Sachverhalte können unterschiedlich sein und von daher könnte es auch unterschiedliche rechtliche Lösungen geben. Und von daher ist die strafrechtliche Bewertung in jedem Einzelfall vorzunehmen. Jetzt weiß jeder, das steht auch auf ihrer Homepage, dass sie das Schiff immer noch nicht gekauft gekriegt haben und dass es jetzt im August, glaube ich, ab Malta losgehen soll. Trotzdem leiten die ein Verfahren ein. Also da ist man allenfalls strafrecht gesprochen im Vorbereitungsstadium, aber nicht im Versuchsstadium. Und das Zweite ist, dass die Seenotrettung nach internationalem Seerecht eben
sogar Pflicht ist, völkerrechtliche Pflicht ist und keine Straftat sein soll. Also der Druck auf die NGOs war damals schon riesig. Das heißt, es gab behördlicherseits überall Steine, die uns in den Weg gelegt wurden. Es ist einfach nicht gewollt, Menschenleben zu retten, war unser Eindruck. Und so kam es auch dazu, dass die Suche nach einem Schiff nicht ganz einfach vonstatten ging. Also wir haben Berufsseeleute in unserem Umfeld gehabt und konnten auf die Informationen zurückgreifen und haben uns eine ganze Reihe von Schiffen angeschaut. Also eine ganz, ganz komplexe Aufgabe, so ein Schiff auszusuchen und auch ein richtiges zu finden. Ja, wir sind ja die ganze Zeit jetzt schon am Geld sammeln und da hoffen wir ganz stark drauf, dass das jetzt endlich mal losgeht, weil wir selber auch wissen, dass da draußen Menschen in Gefahr sind, die wir retten wollen. Und das unterstreicht die Notwendigkeit, wie schnell das jetzt auch gehen muss, wenn die Sachen so alle sind, wie wir uns das vorstellen. Empezamos a buscar la financiación y luego también empezamos ya a mirar posibilidades del chartear un barco, que no estaba nada fácil, estaba muy complicado. Buscamos muchas soluciones, en muchas empresas nos decían que no nos iban a chartear un barco para este fin, y en medio apareció Lifeline. Die Variante war zu sagen, okay, wenn zwei Organisationen, die das quasi noch nicht gemacht haben, zusammengehen und das zusammen machen, dann ist es viel einfacher handelbar. Und zustande gekommen ist das Ganze dadurch, dass wir einen sehr engen Kontakt alle pflegen mit den Hilfsorganisationen, die auf dem Wasser bereits sind. Dadurch war das ganz einfach, sobald es klar war, dass hier ein Schiff vakant ist, dass wir da auch Bescheid wissen drüber und dass wir da potenziell zu der Auswahl gehören. For me, when I was in Brussels, that was the key. The mandatory that we have for the European Council is control the flux. That was the real words. And at that moment, I said, okay, my answer is put another ship there. Another ship in the SAR area. If this is what European authorities is going to do, we as citizens of Europe that we trust in that basic principles, this is a must. Also das ist Inigo von SMH und das Onyo vom Poemite. Und wir stehen jetzt vor der Sea-Watch und das Boot werden wir kaufen. The good news is we got the documents. Okay. We made the customs clearance. And we will leave tomorrow morning. Guten Abend, Herr Bachmann. Herzliche Grüße aus Malta. Wir fahren jetzt gleich Richtung libysche Küste. Und da können Sie mal sehen, was wir machen. Maybe it's some fisher boy again, but I'm not yet sure. This way might also be false echoes. Okay, But I see it. what is it? What? Well, reflecting something. Looks like a boat, but I'm not sure. It's golden reflecting. Mehrere Köpfe, ne? Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Case ist, auf jeden Fall. Buongiorno! Keine Übung.
Also wahrscheinlich großes Holzboot. Okay. Kann sich noch als Fischerboot entpuppen. Fährt einen deutlichen Zickzackkurs mit wechselnden Geschwindigkeiten, völlig undifferenziert. Also bei dieser besonderen Rettungsmission da im zentralen Mittelmeer, glaube ich, kommt es darauf an, dass eine gute Kommunikation erstmal hergestellt wird zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Es sind alle ohnehin unglaublich motiviert. Trotz alledem muss dann aus diesem ganzen Enthusiasmus eine Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, wo die Leute eben gut zusammenarbeiten. No stress, all safe. Make sure that they stay calm, okay? Sarah, when you are there, please first circle around them and report how many people are on board and so on. You know the procedure, I think. Okay. Sarah, this is live, right? Okay. Okay, it's confirmed. It's a good boat with refugees. Please give us an indication how many people are on board. Just Good morning. We spotted a wooden boat with 30 people. Should I give you the position? Yes, one wooden boat. Yes. Approximately 30 people. 30. Position is 33 degree 08 and 012 degree 40 minutes east. Calm, keep calm, please. Yeah. All it's okay. We are here and the boat is there. Please, my friends, please. All it's okay. We are here. We are going to help you. Okay? Life jackets for you. Krass, ist das weit weg auch. Kann ich das mal sehen? Ist das weit weg auch? Das ist alles so klein immer noch. Ich hatte bis um 6 Uhr Maschinenwache und dann bin ich halt hochgegangen, habe meine Hängematte hier hingehangen, weil ich dachte, es ist ziemlich gutes Wetter und dann bin ich von Anfang an hier oben und kann schon mal gucken. Ja, tatsächlich war es dann ein hölzernes Boot mit anscheinend 30 Leuten und Kindern drauf. 60 Leute. Krass, okay. Ja, super. 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen. Ich will bloß wissen, ob Sie einen einzigen von den Menschen kennen. Doch, kennen Sie alle. Ja, Sie kennen einen. Ja. Ich unterrichte selber welche. Ja, ich mache Deutsch. Und warum? Die sollen doch wieder Land bauen. Afghanistan, die kommen hierher, sind Fahnenflüchtige, kriechen von Merkel unter den Rock. Und unsere Soldaten müssen für Ordnung sorgen. Also, dass es in Dresden schwierig ist, das haben wir von Anfang an gemerkt. Das haben wir schon 2015 mitbekommen mit Pegida. Da waren wir selbst auf den Gegenveranstaltungen und ja, das macht einen schon betroffen als Einwohner von Dresden, dass so eine schlechte Stimmung verbreitet wird und das auch noch von hier aus ausgeht. So. Und ich habe mich da auch ein bisschen zurückerinnert gefühlt an die 90er Jahre, also 89 eigentlich, wo plötzlich Deutschlandfahnen auf den Demonstrationen auftauchten. Also dieser Nationalismus letztendlich spürbar wurde. Und das macht Angst und nicht umsonst. Es haben jede Menge Asylbewerberheime gebrannt und Menschen wurden verfolgt, die nicht deutsch aussehen. Und genauso ein ähnliches Gefühl war das wie 89, 90. Die Gefahr ist sozusagen die Hetzerei, die dann darin gipfelt, dass nachts die Kameraden unterwegs sind und die Leute verprügeln.
und die Heime anzünden. Und die Moschee. Und die Moschee. Hat den runtergestürzt vom Bahnsteig, hä? Mit dem Fahrrad in Großschachwitz. Und die das Moschee waren in die wohl Luft keine sprengen. Deutschen, Und ne? die Moschee in die Luft Du sprengen. erzählst ja einen Scheiß, wenn der Tag lang ist, du. Und sowas wird aufgenommen und gesendet. Was? Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb hat man so einen Lügner hier. Was haben Sie für eine Funktion? Darf ich Sie kurz was fragen? Gibt es das nicht, was Sie sagen? Also Nein, es gibt es nicht. Es gibt Statistiken, ja? Die werden zwar unter dem Deckmantel gehalten, aber die kommen ab und zu raus. Da vergleicht man, wie viele Straftaten sind durch Rechte haben stattgefunden und durch Invasoren, sage ich. Sind keine Flüchtlinge, sind zum Teil Invasoren. Durch die, so. Und da ist man darauf gekommen, dass von der einen Seite mehr Überfälle stattfinden, das heißt also diese Invasoren, als von der anderen Seite, was er erzählt. haben wir... Darf ich Sie mal ganz schön unterbrechen? No? Wo kommen Sie denn her? Welcher Sender steht hinter Ihnen? Wir sind eine Produktionsfirma und wir produzieren für verschiedene Sender. Ach so, ja, Sie sind freiberuflich, ich bin jetzt normal. Ja. Ja, genau. Aber trotzdem gehören Sie zur Lügenpresse. Ja. Wir haben doch ein schönes Ziel gefunden. Na ja, viel Spaß noch. Lassen Sie ihn ruhig weiter erzählen. Ja. Solche Leute brauchen wir. Wir können uns gerne das vereinbaren, dann unterhalten wir uns mit Ihnen. Ja, lassen Sie ihn ruhig weiter erzählen. Hoffentlich wird er auch mal überfallen. Aber das ist doch genau das, was man erwartet hat, oder? Ja, man erwartet auch wenig Geistreiches. Das ist eine Halbstelle nach der Mann geht früh arbeiten, der geht vielleicht vorne arbeiten hier. So, der schafft Werte. Und solche Leute sagen das auch, dass die Asylanten einfach Widerstand! 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 Also ich glaube, wenn man in Dresden lebt, kann einen das nicht kalt lassen, was hier abgeht mit Pegida und so. Und ausgehend davon war es klar, dass man irgendwas machen muss. Und ich fand, mit Mission Lifeline haben wir was gefunden, was Positives dem entgegensetzt. Und für mich persönlich heißt das einfach, Arbeit zu machen, die notwendig ist. Und dann vergisst man auch diese, sag ich mal, privaten Belastungen, die damit einhergehen. Ich finde es Bürgerpflicht zu helfen, wenn es notwendig ist, und auch rechten Bewegungen entgegenzustehen. Where are you from? Hey. Bangladesh. And you? Egypt. Egypt. How many time in the boat? Libya from here? 1 hour, 2 hours, 3 hours? How many time in this boat? Jeder Mensch hat das Recht auf Flucht. Es ist unumstritten, dass ab der 12-Meilen-Zone internationale Gewässer beginnen, und ab dem Zeitpunkt dürften Menschen nicht wieder aufs Territorium zurückgeholt werden, wenn dort Verfolgung droht. Also es gibt zum einen internationale Verträge, die das Ganze regeln. Dann gibt es nationales Recht, was regelt, dass Seenotrettung betrieben wird. Und zum Dritten gibt es Menschenrecht, was dafür sorgt, dass man aus jedem Staat fliehen kann. Und das sind eigentlich die Grundlagen unseres Handelns. For the first lift, take the child and the women. We are preparing everything on the Arctic to take them on board. Esto va a ser peligroso, ¿eh? Ok. Están atentos por si tienes que separar. Vamos a ver. Dígalo. My friend, you go to place in sail. No Libya, no Libya. You are with us and we are with you, okay? No los pongas tan arriba que no es una red. ¿Qué vas a tener que poner patada? Das MRCC ist die Seenotrettungsleitstelle, die koordiniert letztendlich die Einsätze selbst. Da Libyen aber eben weder eine funktionierende Seenotrettungsleitstelle noch irgendein Rettungsschiff hat, hat diese Aufgabe Italien übernommen und ist quasi jetzt dafür zuständig, in dem Bereich
alle Seenotfälle zu koordinieren. Die bekommen wiederum ihre Informationen von anderen Schiffen, von Überwachungsflugzeugen oder von den Haveristen selbst, die vielleicht mit Satellitentelefon ausgestattet sind. Zum anderen entdecken wir selber Boote in Seenot. In jedem Fall sprechen wir jeden einzelnen Schritt mit dem MRCC ab. Dann gehen wir über zur Rettung. Das heißt also, wir nehmen die Menschen an Bord, versorgen sie medizinisch und warten dann wieder auf Anweisung beim MRCC. Und es spielt auch eine Rolle, was für ein Schiff wir haben. Wir haben ein 31 Meter Schiff und wenn da 200 Menschen an Bord sind, dann ist es schlichtweg zu gefährlich für die Menschen, die an Bord sind, dass man da größere Strecken überwindet. Und deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass andere Schiffe die Menschen dann in sichere Häfen verbringen. Und man sieht das, das ist so ein kleines Boot, da waren jetzt etwa 70 Leute an Bord. Wenn das in Seegang gekommen wäre, das wäre eine Frage von nicht mal einer Stunde gewesen, dass die kentern und volllaufen und absaufen. Vielleicht noch 50 Meilen, je nach Sprit. Ist sehr ruhige See, also insofern, aber niemals nach Europa. Lifeline to Sarah. Sarah, was ist Lifeline? We have 19 person on board, and the wooden boat is clear. Nobody's seen. Also die Gefahren sind da vielfältig für die Menschen, die da auf der Flucht sind. Einerseits natürlich die seeuntauglichen Boote, die völlig überfüllt sind, wo die kleinste Welle ausreicht, dass die kentern. Andererseits gibt es Enginefischer, die den Menschen die Motoren stehlen, wenn sie einmal auf dem Meer sind. Dann gibt es verfeindete Schmugglertruppen, die versuchen, dem jeweiligen Konkurrenten das Geschäft schwer zu machen und die Flüchtlinge versuchen aufzuhalten. Und zum Dritten gibt es die libysche Küstenwache, die ganz massiv versucht, Menschen zurückzuholen ans Festland im Auftrag der EU. Alter, was für ein scheiß schrottiges Holzboot, Alter. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja. Ich habe Erzählungen von Situationen gehört, dass die Enginefischer auch während der Rettung schon ständig das Boot umkreisen, wirklich bei Verlassen des letzten Passagiers sich des Boots oder auch des Motors zu bemächtigen. Wir nehmen alles ab, damit die Boote nicht mehr einsatzfähig sind. Genau. Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, es unbrauchbar zu machen, wenn es möglich ist, irgendwie zu verbrennen, zu entzünden. Da wir weder Militär noch Pyromanen sind, können wir nur hoffen, dass uns das gelingt. Aber das Ziel ist natürlich, dieses Boot für die weitere Verwendung durch diese menschenverachtenden Schlepper auf jeden Fall unbrauchbar zu machen. Go away. It's a lot of passages. Partir à la même heure. À la même heure. Deux bateaux. La marine de Libye. La marine de Libia. Cacheguan. Cacheguan o One. Está diciendo que han salido dos y que uno lo ha cogido la marina libia y que se lo han llevado. Libyan policeman in the sea. Please give me euro, give me telephone. This boat. On the boat? Yeah, in the boat. Before it's come boat. Also ist gerade dieses Boot gekommen, kamen viele Leute aus Marokko, Bangladesch, Irak. Eine Frau hat mir erzählt, dass ihr Mann vor 3 Tagen von den Libyen erschossen worden ist. Und beim Kontrollieren, ich bin ja Krankenschwester, 2 Männer haben mir gezeigt, wo die ganzen Beine mit der Peitsche behandelt worden sind. Und jetzt warten wir ab, was noch passiert. Ja.
Die libysche Küstenwache hat mehrere Geschäftsmodelle. Ein Geschäftsmodell ist der Verkauf von Menschen an Foltergefängnisse in Libyen. Das nächste Geschäftsmodell ist für die EU, Geflüchtete zurückzubringen an offizielle Disembarkation Points. Das dritte Geschäftsmodell von der libyschen Küstenwache besteht darin, Menschen selbst zu schleusen. Und das vierte Geschäftsmodell ist, Gebühren für Häfen zu verlangen. Die Marine? Kann man nicht die Marine anrufen? Ja, die wissen ja Bescheid, ich weiß nicht. Es kann halt ein bisschen dauern, ne? Die haben ja schon 2 Tage mit Leuten ausgeharrt. Das ist Wenn die Marine aus Libyen kommt, dann bringen sie die wieder drüben. Und die gehen alle in Gefängnis praktisch, ja? Ja. It's true, eh? Where are the boats, Sarah and there? Y lo que no es normal es que, en mi opinión, esto lo estén haciendo voluntarios. Que los voluntarios dejen sus cosas, sus quehaceres. Yo he dejado atrás a mi familia en España, he dejado atrás mi trabajo en España, porque a mí me revuelve el estómago ver lo que está pasando aquí. Tenía la oportunidad de venir y he venido, pero son 20 días que me alejo de mi mundo, de mi vida y de todo. Y esto no me corresponde hacerlo a mí. Esto le corresponde hacerlo a otras personas. Yo vengo aquí voluntariamente y me cuesta a mí el dinero. Hay gente que cobra por esto y está sentada en su casa. Esa es mi opinión, eso es lo que más me indigna. Und da ist noch eins, 3. Scheiße. Moja, hast du die Sarah im Blick? Wo ist die? In der Mitte oder links? Gerade zu? Ja. Okay. Etwas rechts davon ist die Sarah. Wir haben ja 3 Boote, ne? Ja. Das Schlauchboot? We only need that you keep calm and sit down. Translate, please. Pregunta cuántas personas. Low. Perfect. Yeah. Ja, also es ist einiges los anscheinend. Wir haben jetzt noch da vorne ein Holzboot. Dann haben wir da vorne, das sieht wahrscheinlich aus wie ein Rubberboot, das wissen wir noch nicht genau, das ist ziemlich weit weg, aber wir haben halt auch einen MRCC-Notruf für ein Rubberboot, das könnte das sein. Und am Horizont sehen wir noch andere Targets, wo wir nicht genau wissen, ob das sogenannte Engine Fisher sind oder ob das auch Flüchtlingsboote sind. Ja, im Moment sind uns hier ein bisschen die Hände gebunden. Wir haben da vorne das Boot und wir dürfen im Moment nicht weiter näher ranfahren, laut MRCC. Und ja, wir sind momentan das einzige Schiff hier in der Nähe und es ist richtig viel los. Richtig beschissen. Yeah, please stand by for a moment. We are just in investigations with MRCC what to do because we have 2 other targets. Just stay there for the moment. Okay. Hello. Yes, we have a new information just in front of us. One of the radar target is now more or less visible for us, and we think it's a rubber boat. But to investigate this target, I need to get my RIP crew away from the 60 people on the wooden boat. So I have the request if I can take the 60 people on the wooden boat on board of our ship. Nee, Leute an Bord nehmen findet er nicht so gut, aber also weitere Leute. Möglicherweise will er uns nicht so voll laden, sondern braucht uns noch für andere Aktionen. Was genau seine taktischen Überlegungen sind, das teilen die uns selten mit. Aber das ist auch okay. Also wir sind hier, wir handeln auf der ihren Ansage. Das passt. Also ich sage der Sarah, sie sollen die instruieren, zu uns herzufahren, begleitet von der Sarah. Genau. Ja, sehr gut. Okay, well, we got the instruction from MRCC to take those people not on board in the moment. Please tell them to head towards Lifeline. They should come here. If that is possible, and you go with them and lead them to our ship. Dicke Sache.
Also wie es aussieht, ist es jetzt noch ein weiteres Boot. Das heißt, es werden 4 Boote heute, 2 Holzboote, 2 Schlauchboote. Genau wissen wir es noch nicht und wir müssen jetzt einfach abwarten, was wir tun können im Augenblick. Also wenn das 200 sind und diese beiden Holzboote zusammen sind schon 130, das sind 330, noch ein Schlauchboot, das wären 500 Leute. Ne? Das können wir nicht an Bord nehmen, es geht rein platztechnisch nicht. Selbst wenn wir noch so zusammenrücken. In 48 Meilen Umkreis haben wir kein Schiff gesehen auf dem Radar. Also wir sind hier wirklich Mutterseelen allein mit diesen armen Menschen. Das ist leider wahr. Also nach Pegida-Demonstrationen oder Kundgebungen, wo Seenotrettung ein Thema ist, wo Flüchtlingsrettung im Mittelmeer Thema ist, stellen wir verstärkt fest, dass Hasskommentare bei uns auf der Facebook-Seite landen oder bei Twitter. Also ganz beliebt ist klar dieser Schleppervorwurf, dass wir sozusagen diejenigen wären, die dafür sorgen, dass hier eine Umvolkung stattfindet, in Anführungszeichen, oder dass wir letztendlich den Austausch der Bevölkerung hier forcieren. Wir würden dafür bezahlt werden, also alle möglichen Geschichten, die da aufgetischt werden. Und da sind wir dann mit einer Unterlassungserklärung gegen vorgegangen. Sie sind dann eingeknickt in der Gerichtsverhandlung selbst und haben sich bereit erklärt, die Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Dann war eine Weile Ruhe, sage ich mal, und die Protagonisten der rechten Bewegung hier in Dresden haben es unterlassen, uns zu denunzieren, bis dann irgendwann die identitäre Bewegung, in Anführungszeichen Bewegung, uns ebenso als Schlepper beschimpft haben. Also die Richterin hat im Grunde gesagt, Pegida sucht jetzt hier nicht die politische Auseinandersetzung, wie geht man jetzt damit richtig um, sondern ihm ging es nur darum, Mission Lifeline sozusagen in eine Verbrecherecke zu stellen. Das ist ja auch das, was die Pegida-Leute immer verwechseln, weil sie sagen, das ist ja Meinungsfreiheit, ist es aber nicht. Man darf Mission Lifeline nicht als Schlepperorganisation bezeichnen. Punkt. Das ist jetzt zum 3. Male vom Landgericht Dresden bestätigt worden und wir hoffen eigentlich, dass vielleicht das auch dann mal ankommt in den entsprechenden Kreisen. Und jetzt ist Pegida und Debritz nicht einverstanden mit dem Urteil und die haben Berufung eingelegt, sodass wir uns im Mai nochmal treffen vom Oberlandesgericht, um die Sache dann auszuverhandeln. Ja, wir sind gespannt und hoffen, dass hier der Rechtsstaat sich durchsetzt. Wir sind ja in einer Zeit rausgefahren, in der wieder unklar war, wie sich die libysche Küstenwache verhalten würde, wie sich Italien verhalten würde, wie sich Europa verhält. Das ist natürlich so ein externer Druck und so eine Ungewissheit, in der wir hinausfahren, in der wir ja in existenziell bedrohliche Situationen rausfahren, wo es ganz wichtig ist, eine Ruhe reinzubringen und den Leuten klarzumachen, wir gehen keine Risikos ein, Safety first für die Crew ja, und da gucken, dass wir da gut durchkommen. One shot. We don't know what it is, but I want you to be super careful. You understand? There's a target in front of us. Maybe a rubber boat with 150 people. That's why you get distance. I tell you then by radio. I think it's 4 miles. And you do not engage. Don't start anything. You just report, okay? Hey, please, hey! Hey, 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 please, stay quiet. Hey, you, civil, no fight, civil, yeah, you,
please. No fight. Yeah, my friend. I know that you have a problem there, okay? We are going to solutionate this situation, but we have time. We only need your collaboration. Keep calm, no fight. Sit down. Okay. Also ich bin immer wieder selber beeindruckt von den irrsinnigen Dimensionen, wenn man da draußen ist, von den unendlichen Weiten. Man schaut über den Horizont und sieht ein mini kleines Sandkorn. Und in dem Sandkorn sitzen aber 120, teilweise mehr Menschen. Und wenn man die nicht sieht, sind sie einfach am nächsten Tag nicht mehr da. Das ist ganz einfach. Und das Schlauchboot ist so konstruiert, dass im Prinzip in dem Schlauchboot USB-Platten verlegt sind, für die Stabilität des Ganzen. Die USB-Platten reichen noch nicht, dann kommen im Prinzip nochmal so Holzdielen rein, die von oben einfach verschraubt werden, wodurch das Schiff automatisch leckt wird. Was aber nicht wirklich zum Problem ist, weil das können wir rausschöpfen, im Prinzip sind genügend Leute da. Aber diese Holzdielen haben den Effekt, dass bei selbst geringen Seegang, selbst 20, 30 Zentimeter, schon das ganze Schiff das Arbeiten anfängt. Und wenn dann die Holzdiele letztendlich an der Blase Leck verursacht, dann ist es eine Frage von Viertelstunde, Stunde, 2 Stunden, dann ist das Schiff letztendlich absolut seeuntüchtig und sinkt, mit allen Menschen drin. Das ist so einfach, man kann es sich bloß nicht vorstellen, und das ist aber real, das ist echt real. How many children and women? Yes. The rubber boat starts to lose air, that's copied. Nos encontramos con un bote neumático con aproximadamente 200 personas en una situación de hacinamiento, no podían moverse apenas en el bote, con una situación de muchos nervios. No llevábamos suficientes chalecos salvavidas para repartir a todo el mundo, por lo que decidimos no repartirlos para no crear una situación aún más tensa. Y fue cuando el barco fue abordado por los guardacostas libios. Lo que supuso que la ayuda del barco a nuestra posición se retrasó mucho. Sit. Everything fine. Channel 16 and they don't answer. Die Situation war natürlich einschüchternd für uns, ne? Also es kommt ein Schiff angefahren, keine Flagge dran. Wir fragen uns, ist das jetzt hier so irgendeine Miliz, die uns versucht irgendwie auszurauben oder sonst was? Oder ist das diese sogenannte libysche Küstenwache? Oder was ist das eigentlich, was da kommt? No. We should go. Ja, in dem Moment hatte man nicht viel Zeit zum Nachdenken. Es war klar, die haben die Herausgabe der Menschen gefordert, um die nach Libyen zurückzubringen, was natürlich für uns völlig klar war, dass das ausgeschlossen ist und wir uns da entschlossen als Crew quasi dagegen stellen müssen, auch wenn sie dort uns mit Waffen bedroht haben und da rumgepost haben. Und dann der entscheidende Moment, als einer der dieser libyschen Küstenwache-Leute da bei uns aufs Deck gesprungen ist mit einem Seil in der Hand. Das war so für mich so ein Schreckmoment.
Da musste ich dann erst umdenken. Da wurde mir dann klar, okay, die versuchen hier auf das Schiff zu kommen, die versuchen sich in irgendeiner Form das Schiff anzueignen. Und da gehen natürlich bei mir die Alarmglocken hoch. Im Grunde genommen wäre das eine Situation gewesen, in der ich die gesamte Crew hätte in den Sicherheitsraum schicken müssen, mit der Gefahr, die Leute auf dem Deck alleine zu lassen. Das war in der Situation nicht möglich und somit habe ich dann einfach versucht, das Beste daraus zu machen, nämlich mit den Leuten zu reden, defensiv auf sie zuzugehen, aber auch bestimmt und klar zu sagen, also unser Schiff A, bekommt ihr nicht, die Leute könnt ihr nicht von unserem Deck runternehmen und C, was ihr hier macht, ist komplett illegal. What's that? I don't know. No one gets injured, I think. Might have been a flashbang or something. Also die Schwierigkeit ist ja, man kann ja die nie zuordnen. Ne? Also man weiß nie, wer da gerade einem gegenübersteht. Es hätten halt auch gewöhnliche Verbrecher sein können. Und das waren halt im konkreten Fall von der EU bezahlte. Dann gab es eine Diskussion. Im Laufe dieser Diskussion haben wir ihnen klargemacht, dass wir eine Kameraüberwachung haben an Bord. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo sie dann abgelassen haben. Und ja, letztendlich haben sie sich dann zurückgezogen. But they say that we are in Libyan waters. I think we are in international water. Me llamó la atención cuando subió el militar libio al barco, ver la reacción de los invitados, de los refugiados, cuando vieron que ese hombre subía al barco, ¿no? Ves el miedo real que se le tiene a la situación de la que están huyendo. Pero bueno, son detalles que se te quedan. Ya, si los que se supone que defienden la ley y el orden en Libia actúan como actúa este hombre, no quiero imaginar cómo actúan las mafias, porque el acto que sufrimos fue lo más parecido a la piratería que yo conozco. Pero piratería patrocinada por Europa. Sí, sí. Porque es Europa la que pagó la gasolina, la que pagó la embarcación y la que pagó la tripulación que abordaron este barco. ¿Y el entrenamiento? Y el entrenamiento que se está haciendo en España. En Cartagena. En Cartagena les están entrenando a los guardacostas libios. Spain. Ja, das war sicherlich einer der gefährlichsten Momente im Nachhinein betrachtet, so was hätte passieren können. Ne, sie haben ja auch Warnschuss abgegeben, so, das war natürlich eine echt krasse Situation, in die man da auf einmal geraten ist. Und da ist einem das alles nochmal bewusst geworden, was man denn hier überhaupt macht. Ja. Fuck, man. Oye, the good people. That was very, very tense, right? Yeah, that was tough. That was really tough. That was intense. However you call it. That was our first meeting with the Libyan Coast Guard. And what they said is really, really shit. They said next time they will kill the people to the ground. That's what he said. Libyan Coast Guard. Währenddessen war die Sarah bei dem Seenotfall 5 Kilometer entfernt, was dadurch, dass wir gebunden waren in dieser Situation mit der libyschen Küstenwache, auch nie angefunkt werden konnte, um eben das nicht zu gefährden. Und es war auf sich allein gestellt. Man muss sich das vorstellen. Da sind 150, 160 Menschen in einem Schlauchboot, was am Sinken ist. Und daneben ist ein Boot, was geeignet ist, 20, 30 Leute aufzunehmen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wenn jetzt was passiert, dass dann mindestens 130 Menschen sterben.
und nur 20, 30 gerettet werden können. 2 hours? Yes, the situation is quite bad in the limit. We can become to have a very hard situation. Okay, we understand this is difficult. We are now smoothly turning towards you, and we ask you keep on, be brave. We will help you. Yes, the situation is under control, sir. It's okay. I only worry about our RIP crew, which is with the rubber boat 4 miles away. Sorry, sir, I cannot confirm. I only know for sure about 1 rubber boat. This is where my RIP crew is. This is correct, sir. Entonces estuvimos durante hora y media manteniendo la calma con este bote que empezó a perder aire. La situación se complicó aún más. Afortunadamente la tripulación del RIP supo mantener la compostura, supo mantener dentro de control toda la situación. Tuvimos momentos de nervios y afortunadamente el barco llegó ya después de liberarse del acoso de la guardacostas libio y nos pudo ayudar. Okay, thank you so much. You are a very strong people, okay? Stay like this and all the people go to the boat. But please, keep calm. Alter, sind das fette Schlauchboote, Alter. Krass. Wie riesig die sind, wie viele Leute darauf. Alter. Das ist krank, oder? Alter, da sind da bestimmt 100 Leute drauf oder so. Haben die nicht sogar 200 gesagt? 150 haben die, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Ja, krass, dann sind wir aber auch ganz schön voll jetzt. No. Where's the child? The child. No move. See, we come back, okay? Hey, Malia. Hi. Push. Hey, my friend, no move. Okay, no move, please. No move. Well done. Ja, also heute war die Verkündung vom Oberlandesgericht in der Sache Lifeline gegen Pegida und Debritz. Ja, in der Instanz haben wir verloren. Das Gericht sieht es eben so, dass der Vorwurf des Schleppers dem Beweis nicht zugänglich ist. In der Endkonsequenz heißt das, man kann jeden und jede kriminell schimpfen und ja, also wir können uns der Bewertung natürlich nicht anschließen und es ist so ein bisschen absurd. Dennoch muss man es einfach so akzeptieren. Han hecho, de hecho, una cosa muy simple. Han asociado 3 ideas que no tienen por qué tener nada que ver una con la otra y lo han simplificado y nos lo han metido en el ADN. Y han dicho, refugiado igual a Islam, Islam igual a yihad, yihad igual a terrorismo. Ya la gente está pensando que la mitad o una gran parte o uno solo de los que estaban allí en esas balsas
es un terrorista que va a venir a Europa, va a coger un camión, Pero va a bueno, hacer... Eso lo dijeron de nuestros abuelos en Francia. Claro, por eso digo, mismo dijeron de nuestros abuelos. que han en hecho una asociación de ideas súper simple y que nos la han colado. Nos la han colado de todas. Sí, pero ahí vamos al discurso que decía Álvaro, ¿no? El discurso del miedo. Nos dicen, estas personas son una amenaza para nuestra seguridad en todos los sentidos, y con ese discurso del miedo invalidan a la sociedad civil. Porque estamos en una crisis, nos viene una crisis económica, nos viene una crisis de no sé qué, ahora nos viene una crisis migratoria. Sí, la única crisis que hay es de valores. Claro. Y esto se soluciona con educación. Y educación no solo es ir al colegio, educación es saber estar con el vecino. Y entender que lo que le pasa al vecino te puede pasar a ti. Empatía. Empatía. Nada más. Also die sind keine Bedrohung für Europa. Es ist einfach eine Konstruktion, dass die eine Bedrohung sind. Das heißt, es nutzen rechte Parteien aus, um Wählerstimmen zu generieren. Es nutzen Regierungen aus, um sich sattelfest zu machen. Oder es wird als Problem konstruiert und wahlkampftechnisch benutzt. Flüchtlinge sind einfache Feindbilder. Es liegt nie an den Flüchtlingen, es liegt auch nie an den Folgekosten von Flucht, sondern es liegt tatsächlich daran, dass Menschen dazu neigen, eine ganz einfache Unterscheidung zu treffen. Pure Anzahl der Menschen, die es nach Europa schaffen, ist relativ gering. Solange das so ist und solange das so funktioniert und die Menschheit nicht begreift, dass es eben keinen Unterschied macht, ob jemand schwarz oder weiß ist, solange wird das eben weiter funktionieren. Very nice. Yes, we have good news. A big ship is on the way to take you to Italy. Please tell your Also Venticinco, ein Offshore-Versorger, kommt jetzt und wird die Leute ein nach dem anderen abbergen. Ja, der nimmt jetzt alle mit. Wir denken mal, es müssen so ungefähr 380 Leute sein oder sowas. Oder 350. Müssen wir noch mal zählen. Weiß nicht. Man sieht, dass eben die europäische Idee hier umgesetzt wird. Also Menschen aus verschiedenen Ländern Europas helfen in einer humanitären Krise. Das finde ich, das ist eigentlich das Tolle dran. J'ai travaillé en Afrique à les bateaux de pêche. Ok. Napoli, Italie. Il travaillait pour Libye. Pero el bateau c'est italien. Italien. El ASO 25, que es un barco que trabaja de apoyo en las plataformas, llevaba la bandera libia, que se veía bien clara, pero la italiana no se veía tan bien. Y hubo muchos que no querían montar, no querían ir, y de hecho, cuando transfirieron un viaje de los que hicieron, uno se les tiró al agua y no quería subir ni al bote ni al barco. Trust me. Me no go there. No. Hey, no. Wallah, me go there. Wallah. That's impossible. Yes. That's impossible. Yes. Before, it's very terrible over there. Yeah, it's very terrible. The people. Oh, how can I explain it? A black man in Libya is good as dead. Libyans don't care for we blacks. They see us, look at us like animals. We're like animals to them. He won't go to Libya. You won't go to Libya, never more.
Libya nevermore. Hey, listen to me. You won't go to Libya, believe me. You won't go to Libya. You will go to Italy. Italy. And your son too. Eso es debido al pánico que es que no nos podemos imaginar todo lo que les hacen ahí. Violaciones, asesinatos, Una de esas personas, tráfico. a una de esas personas estuvimos hablando en el bote, en el rubber boat, y nos estuvo contando que justo el día anterior, la mañana anterior, habían matado a su hermano en Libia. Por lo tanto, es que es normal ese miedo que tenga a no querer ir a Libia, ni volver, ni... Vienen de un horror, desde luego. Si no, ¿quién va a arriesgar a meter a su hijo de 1 año en un bote como ese y a navegar? Lo más importante no es eso, lo más importante es el que este barco simboliza un fuego. Este barco es una iniciativa, un fuego gigante, al igual que otras iniciativas similares. Y esos fuegos son los que sirven para contagiar a otras personas y crear otro fuego más grande. Y al final la persona tirará de la persona, el vecino tirará del vecino. Porque no somos malos, no jugamos siempre con el discurso de estamos adormecidos, somos unos vagos, vivimos con las orejas de burro. Pero no es tan así. El ser humano es bueno y yo voy a tirar de ti, tú vas a tirar de mí. Y cada vez eso se está viendo más, se está viendo más. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque cada uno ha tenido esa chispa que ha prendido su mecha. Él ha dejado a su madre, a su mujer y a su hijo. El otro ha dejado a su madre, el otro ha dejado el trabajo, el otro tal. Para olvidarse de todo, para centrarse en esto. Para tirar la persona de la persona. No ya de yo tiro de mi hermano, no. Voy a tirar de una persona que no conozco simplemente por el hecho de que es persona. Sie ist das neueste Symbol dafür, dass in Europas Flüchtlingspolitik nichts mehr ist, wie es mal war. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline sucht im Mittelmeer immer noch nach einem Hafen mit mehr als 200 Flüchtlingen an Bord. And the Italians told us the responsibility is on the Libyans, and the Libyans, if you try to call them, they don't pick up the phone. Der italienische Innenminister bleibt bei seiner restriktiven Haltung, keine Flüchtlinge mehr in Italien aufzunehmen. Spaniens Regierungschef Sanchez. Unstimmigkeiten gibt es über den Heimathafen. Das Schiff sei in den Niederlanden registriert. Die Mitgliedstaaten geschlossene Aufnahmelager innerhalb der EU und finanzielle Sanktionen. Doch wo die 234 Flüchtlinge am Ende wirklich ankommen werden, völlig unklar. Für die mehr als 230 Flüchtlinge auf dem deutschen Rettungsschiff Lifeline ist eine Lösung in Sicht. Die italienische Regierung teilte mit, das Schiff könne in Malta anlegen. MV Lifeline will be granted permission to enter a Maltese port. The MV Lifeline will be detained pending the necessary investigations according to national and international rules. The second is the impounding of the vessel pending an investigation into the actions of MV Lifeline, including its inadequate registration and the decision to switch off its transponder at various times. Say it loud! Say it here! Refugees are welcome here! Say it loud! If you want to take them to our country, you're gonna rot in jail! Pirates! You're nothing better than a pirate ship! Fuck you! Arrest the captain! Man ist ganz klar eine Projektionsfläche des politischen Gegners. Ja. Die Aufgabe hat eigentlich Europa, aber die EU nimmt diese Aufgabe nicht wahr, sondern lagert sie aus an Milizen in Libyen, die die Menschen illegalerweise zurück an Land bringen. Sie lagert sie aus an NGOs wie uns. Und wir sehen es so, es muss was an den Fluchtursachen gemacht werden. Es muss auch langfristig geschaut werden, dass gar nicht mehr solche Notlagen entstehen.
Aber wir können das nicht machen. Wir sind so eine kleine Organisation, wir konzentrieren uns darauf, wie die Feuerwehr aufs Brandlöschen, konzentrieren wir uns darauf, Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Everything is working out. Yes, Mama.